GGT. GGT. Was willst denn du, Bosco? Der steht bei mir im Skript drin. GGT. Ah ja, den GGT machen wir heute. Nie GGT. Das steht für größter gemeinsamer Teiler. Ach so. Den erkläre ich dir jetzt. Ich dachte, es wäre ein Sportverein oder so. Mathe-Sportverein. Das gibt's ja zum Glück oder noch nicht. Denksportverein. Das gibt's bestimmt. Denke ich nicht. So, jetzt schießen wir mal los. Ja, Scherz beiseite. Ja, auf Also geht's. wir sind Bosco und Rebecca und bei uns kann man Mathe lernen. Ja, ich bin Bosco. Ja, und wir versuchen das eben leicht und ein bisschen spaßig zu erklären. Ich muss nur sagen, Genau. Bosco, der Spaßvogel bin ich. Also, diese 4 Aufgaben mache ich jetzt heute mit dem Bosco. Ich bin der Vogel. Wir bestimmen also den größten gemeinsamen Teiler von den Zahlen, die jeweils in der Klammer stehen. Und es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, den größten gemeinsamen Teiler von 2 Zahlen zu bestimmen. Die erste Möglichkeit ist, die Teilermengen aufzuschreiben und dann einfach zu gucken, welche ist der größte Teiler, den die gemeinsam haben. Teilermengen. Die zweite Möglichkeit ist, den GGT mit Hilfe der Primfaktorzerlegung zu bestimmen. Da gibt es ein Video zu. Ja, das stimmt. Das verlinken wir unten. Ha. Und für alle diese 4 Beispiele gehe ich jetzt mit dem Bosco beide Optionen durch. Ihr könnt euch mit Hilfe der Kapitelunterteilung aber auch genau die Sachen raussuchen, die ihr euch jetzt anschauen möchtet. Kennt ihr ja schon. Also, wir bestimmen jetzt den GGT von den Zahlen 24 und 36. Na dann. Erstmal mit der Option Teilermengen. Ich schreibe die Teilermenge auf von der 24. Dazu schreibe ich ein großes T, dann die 24 etwas kleiner, unten rechts ans T dran, ein ist gleich und dann geschweifte Mengenklammern. Geschweifte Mengenklammern. Ja, die braucht Wo man. hast du die denn her? Ja, die braucht man immer, wenn man eine Menge aufschreiben möchte. Und jetzt schreiben wir die Menge der Teiler auf von der 24. Die 1 ist Teiler von jeder Zahl. Das heißt, es ist immer der erste Eintrag in der Teilermenge. Und die Zahl selber ist immer der letzte Eintrag in der Teilermenge. Also die 1 und die 24 schreibe ich schon mal hin. Jetzt gehe ich zur nächsten Zahl, das wäre die 2 und überlege, ob das ein Teiler von der 24 ist. Ja, ist es. Also schreibe ich die 2 in die Menge rein. Und 2 mal 12 ergibt ja 24. Das heißt, die 12 schreibe ich als vorletzten Teiler schon mal in die Mengenklammer rein. Das gibt also so immer so Pärchen. Ja? Die 1 gehört zur 24, die 2 gehört zur 12. Dann gehe ich 1 weiter zur 3. Die 3 ist auch ein Teiler von der 24. Die muss also auch in die Teilermenge rein. 24 geteilt durch 3 sind 8. Ja, stimmt. Das heißt, die 8 schreibe ich auch mit in die Teilermenge Das rein. artet ja schon wieder in Arbeit aus. Ja. Vielleicht gefällt dir der Weg mit der Primfaktorzerlegung ja gleich besser. Ja, ich hoffe es. Jetzt machen wir erstmal die Teilermengen fertig. Schlechter geht nicht mehr. Dann gucke ich weiter. Die 4 ist sogar auch noch ein Teiler von der 24. Welche Überraschung. 24 geteilt durch 4 ist 6. Ja. Deswegen muss die 6 auch noch reingeschrieben werden. Aber die 5 nicht. Die 5 nicht, weil ja, das heißt, wir sind fertig. Wir haben uns jetzt ja sozusagen in der Mitte getroffen. Die 4 und die 6 stoßen so aneinander an. Dann kann ich auch sicher sein, wenn ich das nach diesem Pärchenprinzip mache, dass ich keine Teiler vergesse. Und das mache ich jetzt auch noch mit der 36. Das müssen wir jetzt auch noch mit der 36 machen. Ja, das könntest du mal übernehmen, Bosco. Ups. Ja gut, also ist quasi im Prinzip 1 mal 36. Das heißt, die 1 schreibe ich vorne hin, die 36 hinten. Genau. Okay. 2 geht auch. Und zwar 2 mal 18 sind 36. Schreibe ich 2 und die 18 hin. Die 3 geht auch. In die 36 passt die 3 12 mal rein. Also schreibe ich 3 und 12 auf. Die 4, ja 36, 4 ist 9. Also die 4 und die 9. Ja. 5 geht nicht. 6 geht wieder. 6 mal 6 sind 36. Schreibe ich jetzt 2 mal die 6 hin oder nur einmal die 6? Gute Frage, Bosco. Du schreibst die 6 nur einmal hin. Gut. Die ist aber wie sozusagen der Partner von sich selber. Aha. Und immer wenn du an so einer Stelle ankommst, weißt du, du bist schon fertig. Du bist jetzt in der Mitte, hast dich getroffen. Also muss ich nicht mehr mit der 7 und der 8 probieren. Genau. Okay. Jetzt haben wir also die Teiler Ja. der Zahlen 24 und 36 vollständig bestimmt. Und wenn wir die so untereinander schreiben, dann können wir ganz schön vergleichen, welche die gemeinsam haben. Die gemeinsamen Teiler von den Zahlen sind jetzt also die 1, die 2, die 3, die 4, die 6 und die 12. Ja. Und der größte gemeinsame Teiler, der GGT, Der GGT. das ist die 12. Aha. Weil die 12 halt
Die größte Zahl von denen ist, die sie gemeinsam haben. Und die schreiben wir jetzt auf. Das ist unser Ergebnis. Das ist alles. Dafür haben wir jetzt so eine riesen Rechnung gemacht. Ja. Ach herrje. Vielleicht gefällt dir die Primfaktorzerlegung besser. Die zeige ich dir jetzt auch noch. Ich hoffe es. Also Option 2. Man kann den GGT mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen. Dazu muss ich die 24 aufteilen in Primzahlen. 24 ist durch 2 teilbar. Also schreibe ich 2 mal. Jetzt möchte ich ja die 12. Aber die 12 unterteile ich auch direkt in 2 mal. Dann bleibt noch die 6 übrig. Aber die unterteile ich auch direkt in 2 mal 3. Also ist 2 mal 2 mal 2 mal 3 die Primfaktorzerlegung der 24. Wenn es euch zu schnell ist, guckt ihr das Video zur Primfaktorzerlegung an. Ich verlinke es unten. 36 ist durch 2 teilbar, also schreibe ich die 2 schon mal hin, merke mir die 18. 18 ist durch 2 teilbar, also schreibe ich die 2 hin, merke mir die 9. Und die 9 ist 3 mal 3. Ja. Gut, das heißt, die Primfaktorzerlegung der 36 ist 2 mal 2 mal 3 mal 3. Ja. Gut, das ist die Vorbereitung, die ich machen muss. Um jetzt den GGT von 24 und 36 herauszufinden, nehme ich mir einen bunten Stift und unterstreiche pärchenweise bei den beiden Primfaktorzerlegungen die Zahlen, die gleich sind. Also hier die 2 und hier die 2. Hier die 2 und hier die 2 nochmal gemeinsam. Und hier die 3 und hier die 3. Ja. Das sind die, die bei der Primfaktorzerlegung gleich sind und die schreibe ich jetzt ab. 2 mal 2 mal 3 und rechne es aus, sind 12. Überrascht uns nicht, wir hatten ja eben mit den Teilermengen schon die 12 rausbekommen, aber auf diese Art und Weise kann man eben mit Hilfe der Primfaktorzerlegung den GGT zweier Zahlen bestimmen. Mein erstes Fazit lautet, beide Optionen sind keine Option für mich. Bosco! Dauert mir viel zu lang. Ja, aber einen besseren Weg gibt's nicht. Ja, dann gib mir mal eine Aufgabe, ich probier's mal. Also es ist halt schon so, je nachdem, welche Zahlen du hast, ist manchmal die Sache mit der Teilermenge praktischer und manchmal ist die Sache mit der Primfaktorzerlegung praktischer. Das kommt halt ein bisschen auf die Zahlen an. Probier's doch mal mit der 30 und der 18. Option 1. Wie heißt die Klammer nochmal? Mengenklammer oder Mengenklammer. Geschweifte Klammer. Geschweifte Klammer. Also T30 ist gleich. Geschweifte Klammer auf. Einmal 30. Also die 1 vorne und die 30 hinten auf jeden Fall. Ja. So, die 30 ist durch 2 teilbar. Und zwar 2 und die 15. Gut. Die 30 ist durch 3 teilbar. Und zwar kommt 10 raus. Also 3 und die 10 hinschreiben. Prima. 4 fällt weg. Also ist kein Teiler. Ist kein Teiler. Die 5 wieder. 5 mal 6 sind 30. Also schreibe ich die 5 und die 6 hin. Und dann haben sie sich schon getroffen. Ja. Also bist du fertig. Gut. Dann nehme ich gleich die 18. Ich schreibe die 1 und die 18 hin. Die 18 ist durch 2 teilbar. Und zwar 18 durch 2 ist 9. Also schreibe ich die 2 und die 9 auf. Und die 18 ist durch 3 teilbar. Und zwar kommt da 6 raus. 18 durch 3 ist 6. Durch 4 ist sie nicht teilbar und durch 5 auch nicht. Ja. So, und dann habe ich hier die gemeinsamen Teiler. Und der größte ist die 6. Ja, genau. Also die gemeinsamen Teile habe ich jetzt markiert, ja. Und von den gemeinsamen schauen wir, welcher der größte ist. Das ist die 6. Also der GGT von 30 und 18 ist gleich 6. Gut, probieren wir mal Option 2. 30 ist durch 2 teilbar. Kommt nämlich 15 raus. Die merke ich mir. Und 15 kann ich aufdröseln in 3 mal 5. Ja. Also steht da 2 mal 3 mal 5. Richtig. Fertig. Bei der 18 ist durch 2 teilbar, schreibe ich die 2 hin. Und durch 2 ist 9, merke ich mir. Und 9 ist 3 mal 3, also 2 mal 3 mal 3. Ja. Und gemeinsam haben sie die 2 und die 3. Und 2 mal 3 ist 6. Ja, gut gemacht. Also geht bei dieser Aufgabe die Option 2 schneller. Wenn du meinst, ich fand die Option 1 auch sehr schnell. Nee, ich fand jetzt Option 2 schneller. Aber ist egal. Es ist Geschmackssache vor allem. Ich meine, oft sagt der Lehrer ja, bestimme den GGT mit der Teilermenge oder bestimme den GGT mit der Primfaktorzerlegung und da macht man halt, was in der Aufgabenstellung Das kann steht. der auch noch sagen. Natürlich. Ach hey. 28 und 75. Welche Optionen soll ich denn machen, Frau Lehrerin? Na, beide bitte zum Na, super. Üben. Okay, T28 ist gleich, Klammer auf, 1 und hinten die 28. Die 28 ist durch 2 teilbar. Und zwar 28 durch 2 ist 14.
2 und 14 schreibe ich auf. Durch 3 ist sie nicht teilbar. Durch 4 ist sie teilbar. Und zwar passt die 4 7-mal rein. 4 und die 7. 5 fällt weg. 6 fällt auch weg. Also sind beides keine Teiler. Ja. Ja. Gut. T75. Schreibe ich in die 1 und die 75. Durch 2 ist sie nicht teilbar, weil es eine ungerade Zahl ist. Durch 3 ist sie teilbar, weil die Quersumme 12 ist. 7 plus 5 ist 12 und 12 ist durch 3 teilbar. Ja. Die 3 passt in die 75. Lass mal kurz überlegen. 25 mal rein. Ja. Also die 3 und die 25 schreibe ich hin. Die 4 durch 4 ist nicht teilbar, aber durch 5 wieder, weil hinten eine 5 ist. Und zwar 15 mal. Also 5 und 15 schreibe ich noch auf. Die 6 passt nicht rein. 7 passt nicht rein. 8 passt nicht rein. 9 passt nicht rein. 10 passt nicht rein. Passt gar nichts mehr rein. 11 nicht, 12 nicht, 13 nicht, 14 nicht. Und Fertig. dann stoßen wir an der 15 an. Also das waren schon alle Teiler, genau. Ja, aber da haben die ja nur die 1 gemeinsam. Korrekt, gut Wie gesehen. korrekt? Gut gesehen. Das kann auch passieren. Ach so. Jede Zahl hat ja die 1 als Teiler. Ja. Das heißt, eigentlich haben die keinen gescheiten gemeinsamen Teiler. Deswegen nennt man sie auch teilerfremd. Teilerfremd. Also alle Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler nur die 1 ist, und das ist ja im Grunde kein bemerkenswerter Teiler, heißen eben teilerfremd. Das neue Album von Bosco mit Teilerfremd. Out now. Ich wusste gar nicht, dass du auch Musik machst. Klar, ich kann alles. So, Vor allem Mathe, gell? Weißt du noch, was du machen musst? ja, ich glaube, die Option 2 war was mit 28, gell? Die 28 war das. Also die Primfaktor zerlegen. Also 28 geht auf jeden Fall teilbar durch 2. Also schreibe ich die 2 hin und merke mir die 14. Die 14 ist auch durch 2 teilbar. Das heißt, ich schreibe hin 2 mal 2 mal 7. Ja. Und bei der 75 die teile ich durch 3, weil durch 2 ist sie nicht teilbar, aber durch 3. Ich hätte jetzt erst durch 5 geteilt, weil die springt einen ja förmlich an, weil die Zahl auf 5 endet. Okay, Oder nicht? steht anders im Skript drin, aber egal. Okay, also die 75 ist durch 5 teilbar. Das ist ja egal, ob du durch 3 oder durch 5 zuerst teilst. Ja, jetzt nehme ich die 5, wenn du es willst. Mir ist so, egal. 75 durch 5 teilbar und zwar 15 mal. Okay. Und 15 ist 3 mal 5, da haben wir sie doch, die 3. Also insgesamt 3 mal 5 mal 5. Ja, Okay. und die haben keine gemeinsamen. Faktoren heißt es dann. Genau, wir vergleichen also jetzt die Malaufgabe. Also wieder teilerfremd. Heißt, naja, ist natürlich auch teilerfremd. Ne? Wir müssen jetzt Teilerfremd. gucken, die 2 und die 7, ist da irgendwas gleich wie bei der 3, der 5 und der 5? Und da ist irgendwie nichts, was man unterstreichen Ja. könnte. Wir haben ja gesagt, nimm dir einen farbigen Stift und unterstreicht die gleichen. Da sind keine, die man unterstreichen kann. Und in dem Fall schreibt man dann als GGT die 1 auf. Gut. Na, eine Aufgabe packe ich Ein noch. letztes Beispiel Ja. noch. Liebe Zuschauer, wenn ihr bis jetzt noch nicht selber gerechnet habt, dann traut euch doch jetzt, nehmt euch mal einen Stift und versucht mal selber den GGT von der 70 und der 105 rauszubekommen. Und dann macht noch Daumen hoch und Abo da lassen. Unbedingt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Der Beste. So, hier kommen die Zahlen 70 und 105. So, T70 ist gleich, Klammer auf. Wie heißt die Klammer nochmal? Mengenklammer. Mengenklammer. Weil du ja die Teilermenge aufschreibst. Ja, 1 und die 70 schreibe ich auf. Vorne und hinten. Durch 2 ist er teilbar. Das heißt, ich schreibe vorne die 2 hin und hinten die 35. Weil 70 durch 2 ist 35. Durch 3 ist sie nicht teilbar. Durch 4 ist die 70 auch nicht teilbar. Aber durch 5. Ich schreibe die 5 auf. Und die 14, weil 70 durch 5 ist 14. Durch 6 ist sie nicht teilbar, aber durch 7 wieder, und zwar 7 mal 10, ist klar. 7 und 10. 8 nicht teilbar und 9 auch nicht. Fertig. Prima. Gut, 105.
schreibe ich auf die 1 und die 105. 2 nicht, 3 ja, und zwar 30 mal sind 90 und noch sind 35. Die 3 und die 35. Genau. Ja. Kopfrechnen kann ich, gell? Das kannst du gut, ja. 4. Die 4 passt da nicht rein. Aber die 5 wieder. Und zwar 10, 20, 21 Mal. Also schreibe ich auf 5 und 21. Die 6 passt da nicht rein, aber die 7 wieder. Und zwar 10 mal sind 70, 5 mal sind 35. 15 Mal, also die 7 und die 15. 8 nicht, 9 nicht, 10 nicht. Kommt noch was? 11 auch nicht. 105 durch 12 oder 13 geht auch nicht. 14 auch nicht. Ne, dann haben wir es. Du hast alle gefunden. Dann haben wir alle gefunden. So, und dann Simsalabim, der größte gemeinsame Teiler ist die 35. Ja! Haben wir wieder einen. Wunderbar. Dann Gegenprobe Option 2. Die 70 kann ich durch 2 teilen. Schreibe ich auf, 2 mal. Sind 35. Die merke ich mir. 35 ist 5 mal 7. Ja. 2 mal 5 mal 7. Da hast du es doch schon zerlegt. So, die 105. Da passt die 5 21 mal rein. Ah ja, gut. Also schreibe ich auf 5 mal. Und die 21 sind 3 mal 7. Prima. Die kann ich zerlegen. Also 5 mal 3 mal 7. Genau. Und dann haben wir gemeinsam die 5 und die 7. 5 mal 7 sind 35. Also haben wir auch wieder den GGT 35 raus. Wäre ja schlimm gewesen, wenn bei der Primfaktorzerlegung was anderes rauskommt als bei der Teilermenge. Denn der GGT von 2 Zahlen ist natürlich immer dasselbe Ergebnis. Eieiei. Erst GGT, dann Tyler Swift oder Tyler Fremd. Es gibt auch noch das KGV. Was ist das denn? Das ist auch kein Verein, obwohl es auf V endet. Ja, das ist das kleinste gemeinsame Vielfache. Das erkläre ich dir im nächsten Video. Autsch. Das kann man nämlich auch wählen, ob man es mit der vielfachen Menge macht oder mit der Ich darf Primfaktorzerlegung. nicht zu viel sabbeln. Da bringe ich dich immer wieder auf neue Themen. Ja, uns werden nie die Themen ausgehen, Bosco. Ich befürchte es auch.